Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Jagdschloss Granitz auf der Insel Rügen. Inmitten eines großen Buchenwaldgebietes wurde hier in den Jahren ab 1837 für den Fürsten Wilhelm Malte I. zu Putbus ein Jagdschloss errichtet. Und diese wunderschöne Ausstellung und die Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Schon als Rügen noch schwedisch war, hatten die Putbusser Grafen im frühen 18. Jahrhundert auf einem der höchsten Berge der Insel inmitten des Waldgebietes der Granitz ein Fachwerkbelvedere errichten lassen. Zu diesem Aussichtsturm gehörte ein unweit davon liegendes Jagdhaus, das 1726 erbaut worden war. Dieser schlichte Bau bildete den Ausgangspunkt für eine lange Tradition fürstlicher Jagden in der Granitz. Bereits 1807 war Wilhelm Malte I. zu Putbus in den schwedischen Fürstenstand erhoben worden. Seit etwa 1830 hegte er Pläne zur Errichtung eines Jagdschlosses auf dem Tempelberg. In den Jahren ab 1837 wurde es in seinem Auftrag errichtet. Da fast nur in den Sommermonaten gearbeitet wurde, zog sich der Bau des Schlosses, das fast 100.000 Taler kostete, relativ lange hin. Die Innengestaltung dauerte noch länger. Das Granitzer Jagdschloss wurde durch die Berliner Architekten und Baumeister Johann Gottfried Steinmeier im Stil der Renaissance errichtet. Es ist mit 4 Ecktürmen und einem Mittelturm versehen. Die Eingangshalle ist im Stil des Historismus gestaltet. Kostbare Materialien und aufwendige Handwerkstechniken wurden im 19. Jahrhundert kunstvoll nachgeahmt. Die Wandbemalungen täuschen Steinblöcke vor und die Hirschköpfe in der oberen Reihe der Trophäen sind aus Zink gegossen. Verloren gegangen ist eine historische Sammlung von Trophäen mit Namenszügen der Schützen, die die Jagdgäste wie Visitenkarten hinterlassen haben. Alle Flure im Jagdschloss Granitz waren wie die Eingangshalle und Innenwand des Mittelturms reich mit Jagdtrophäen dekoriert. Allein beim Aufstieg zur Aussichtsplattform zählte der Besucher 225 Dammwild-Trophäen. Zweifellos ein imposanter und vor allem auch ein repräsentativer Anblick. Die Trophäen stammten größtenteils aus den fürstlichen Revieren Rügens. Fast meint man heute noch, die Gespräche über Jagderfolge, Kunst und Politik zu hören. Hier empfing Fürst Wilhelm Gäste und Jagdfreunde. In seiner architektonischen Gestalt ist der Rittersaal der prunkvollste Raum im Erdgeschoss. Der halbkreisförmige Erker mit den farbigen Maßwerkfenstern verleiht dem Rittersaal eine geradezu feierliche Aura. Der Fußboden aus italienischem Marmor, der Stuckdekor und die grazile Bogenkonstruktion an der Decke, alles ist aus erlesenem Material und zeugt von hoher gestalterischer Qualität. Wie für einen Rittersaal im Geist der Romantik typisch, präsentierte der Fürst stolz seine Sammlung alter Waffen und Rüstungen. Und auch das historische Erbe der Insel Rügen wurde dem Besucher durch die ausgestellten archäologischen Fundstücke nahegebracht. Vermutlich war es Fürst Wilhelm, der die Wappentür in Auftrag gab, als er mit seiner Familie in das Jagdschloss zog. Denn die Wappen verweisen auf seine Eltern. Wilhelms Mutter Clotilde war eine Geborene zu Putbus. Sein Vater Friedrich stammte aus der Familie von Wielich und Lothum. Das kurioseste Einrichtungsstück im Rittersaal war zweifellos der Ofen in Form einer Rüstung. Auf der Londoner Weltausstellung 1851 wurde erstmals ein solches Modell gezeigt.
Gießereien im Harz boten wenig später ebenfalls Rüstungen als Ofenaufsätze an, denen das Exemplar aus dem Jagdschloss Kranitz sehr ähnelte. Als Heizquelle war der Ofen voll funktionsfähig. Im neogotischen Sockel wurde das Feuer entzündet. Der Rauch zog durch ein Ofenrohr auf der Rückseite der Rüstung ab. Ich möchte euch kurz einmal meinen neuen Fotokalender für 2024 vorstellen. Den gibt's ab sofort in meinen Unterwegs-Online-Shop und das Thema ist natürlich Schlösser und Burgen. Hier habe ich für euch die Monate November, Februar und Mai einmal eingeblendet. Ihr seht also die Burg Eltz, die Burg Hohenzollern und den Naumburger Dom. Ganz unten, wo die Kalendertage stehen, dieses weiße Feld, da findet ihr auf der rechten Seite geschrieben, um welches Schloss oder um welche Burg es sich handelt. Die Kalenderwoche wird angezeigt und die Wochentage, also Montag, Dienstag, Mittwoch und natürlich dann noch die Ziffern dazu 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Der Fotokalender ist im A3-Format, hat eine Spiralbindung und eine hochwertige Seidenmatte-Beschichtung. Jetzt seht ihr die Monate März, April und Juli eingeblendet, das Schloss Liechtenstein, das Schloss Charlottenburg und das Schloss Linderhof. Mit dem Kauf des Kalenders unterstützt ihr den Kanal. Ihr tut euch auch selbst eine große Freude, da ihr ja jeden Monat ein schönes Schloss oder eine schöne Burg anschauen könnt. Das Papier ist auch relativ dick. Es ist fast schon wie so ein dünner Karton. Deshalb hängt der Kalender auch richtig schön glatt nach unten. Hier habt ihr brillante Burgen- und Schlösserfotos, ausgewählte Aufnahmen im Großformat und das Papier, das ist so richtig dick. Macht euch selber eine Freude, bestellt den und da habt ihr was Tolles das ganze Jahr 2024. Den gibt's ab sofort in meinen Online-Shop unterwegs und den verlinke ich euch jetzt hier in dem Video. Wenn Fürst Wilhelm im Herbst zur Hubertusjagd lud, kamen seine Gäste von nah und fern. Und auch die preußische Königsfamilie reiste nur allzu gern aus Berlin an. Die Kranitzer Wälder waren reich an Wild und das Jagdschloss bot bequeme Unterkunft für Besucher. Auf der Pirsch kam man sich zwanglos näher und beim abendlichen Festessen wurde ganz nebenbei auch die hohe Politik erörtert. Im Gegenzug waren die Putbusser Fürsten regelmäßig zu Gast bei den königlichen Hofjagden. Der gemeinsame Jagderfolg förderte den Zusammenhalt der zumeist adligen und politisch einflussreichen Gäste. Fürst Wilhelm liebte auch die im 19. Jahrhundert modernen Geweihmöbel und erwarb eine Sitzgruppe für seine Bibliothek im Obergeschoss. Ebenso befanden sich in seinem Besitz viele kunstgewerbliche Objekte, die durch ihr Material oder Dekor an Wild, Wald und Pirsch erinnern. Ob Sessel oder Schreibgarnitur, der passionierte Jäger war auch in seinem Wohnbereich stets mit dem Weidwerk verbunden. Geweihschaufeln als Rückenlehne, Elchläufe als Stuhlbeine. Was uns heute skurril erscheint, war zu Fürst Wilhelms Zeiten groß in Mode. Hatten Geweihe bisher als Jagdtrophäen die Wände geschmückt, wurden sie im 19. Jahrhundert auch als Möbelstück hergestellt. Zunächst wurden sie als Einzelanfertigungen für meist adlige Auftraggeber ausgeführt. Nur einige Jahre später wurden Geweihmöbel erstmals auf der Weltausstellung in London 1851 einem breiteren Publikum vorgestellt. Sie erlangten in der Folgezeit so große Popularität, dass eigene Manufakturbetriebe entstanden, die ihre Ware in Katalogen anboten.
Der Empfangssalon war der Zugang zu den Wohn- und Gesellschaftszimmern des Jagdschlosses. Er diente als Aufenthaltsraum für die Gäste, die auf ein persönliches Gespräch mit Fürst Wilhelm und Fürstin Wanda warteten, zum Dinner im angrenzenden Speisezimmer eingeladen waren oder sich nach einem festlichen Essen zum Rauchen zusammenfanden. In Ruhe konnte man dabei die elegante Raumausstattung betrachten. Die Stuckdecke mit sternenförmiger Gliederung, das aufwendig dekorierte hölzerne Wandpaneel, den Marmorkamin mit Weinlaubdekor und das fürstliche Wappen über den Türen. Das ursprüngliche Mobiliar des Salons ist verloren gegangen und wurde durch Möbelstücke ersetzt, die aus der gleichen Zeit stammen. Wieder aufgefunden und an einstiger Stelle aufgehängt wurden 3 von ehemals 6 großen Gemälden mit Jagddarstellungen. Austern und Champagner, aufwendige Menüs, zum Abschluss ein Dessert. Gerne folgten die Besucher des Jagdschlosses einer Abendeinladung des Fürstenpaares. Hier im Speisezimmer ließ es sich stilvoll dinieren. Die hellen Schmuckfliesen, die mit dem warmen Ton des Holzpaneels in Kontrast stehen, mehrarmige Wandleuchter, die elegant gestaltete Stuckdecke und das prächtige Schaubuffet boten eine ansprechende Umgebung für die Festtafel. Köche und Küchenmädchen waren tagelang mit den Vorbereitungen der köstlichen Gerichte beschäftigt. Dann musste das Silberbesteck geputzt, ein besonderes Porzellanservie und kristallene Gläser aufgedeckt werden. Und den Wein wählte der Hausherr persönlich aus. Hatten sich die Gäste an der langen Tafel platziert, servierten Diener mit weißen Handschuhen die raffinierten Speisefolgen, begleitet von Sherry und Wein. Zum Ausklang gab es Kaffee oder Likör. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen, einen Eindruck von der Ausstellung bekommen. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!